Frohes Neues Leute, Roboter Hans hier. Zum Jahreswechsel dachte ich mir, ist es Zeit für ein Video, wo ich euch ein paar Fragen über die Entwicklung und Zukunft von meinem Kanal Parodorobeats beantworte. Am Ende soll jeder von euch sagen können, ob ihm mein Kanalplan gefällt oder nicht. Ob der Abonnent bleibt oder deabonniert und ob er überhaupt Bock auf die Videos hat. Immerhin hat sich mein Kanal in den letzten Jahren ziemlich verändert. Da wird es dringend Zeit für ein radikales Klartextvideo. Okay, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Bevor wir starten. Ich habe jede Frage zeitlich markiert. Wenn euch also eine Frage langweilt, könnt ihr diese einfach überspringen. Das war alles. Beginnen wir mit Frage 1. Wieso machen deine neuen Videos so viel weniger Klicks als sonst? Puh, für diese Frage muss ich etwas weiter ausholen, um sie zu beantworten. Lehnt euch zurück und lauscht gespannt meiner sanften, emotionslosen, tiefen Roboterstimme. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Wie ihr sicherlich wisst, stand mein gesamter Kanal in der Anfangszeit für Hintergrundmusik verschiedenster YouTuber. Ich habe gefühlt jede Art von Musik hier hochgeladen. Damit habe ich mir eine Abonnentenbasis aufgebaut, die aus den verschiedensten YouTube-Communities bestand. Von Paluten, GLP, über Chaos Flow bis hin zu Montana Black und Inscope, waren alle vertreten. Jeder von meinen Zuschauern hatte also ziemlich unterschiedliche Lieblings-YouTuber und auch einen unterschiedlichen Musikgeschmack. Viele fanden lustige Musik gut, andere Rap, andere Elektro-Songs. Andere wollten epische oder gruselige Musik hören. Nur ein paar wenige interessierten sich wirklich für jede Art von Musik. Aus YouTube-technischer Sicht keine gute Voraussetzung für aktive Zuschauer. Trotzdem lief das Ganze eine Zeit lang sogar richtig gut. Manche Videos bekamen Woche für Woche hunderte Klicks dazu. Mein Kanal wuchs schnell. Dafür bin ich euch bis heute dankbar. Gleichzeitig wurden aber auch meine Playlists immer unübersichtlicher. Ich hatte etliche YouTuber-Playlists auf meinem Kanal. Und auch die Fragen nach Hintergrundmusik wurden mehr. Das endete dann darin, dass ich für einige Monate andere Dinge fürs Musiksuchen stark vernachlässigt habe, beziehungsweise Musik gesucht habe, die ich selber nicht unbedingt immer gut fand. Das hat mich zunehmend gestört. Spätestens 2018 bis 2019 begann dann die Zeit, wo ich trotz der guten Klicks immer weniger Lust hatte, mich indirekt von YouTubern abhängig zu machen. Ich konnte mit den meisten Minecraft- oder Fortnite-YouTubern auch nichts mehr anfangen. Ich wollte eine Community aufbauen, die sich vor allem für die Musik selbst und nicht allein für den YouTuber interessiert. Auch kam es immer häufiger vor, dass YouTuber ihre Hintergrundmusik wechselten und YouTuber-Playlists plötzlich veraltet waren. Die Playlists wurden allgemein unübersichtlicher. Neue Hintergrundmusik vermischte sich mit der alten. Es war also so gut wie unmöglich, die Playlists kontinuierlich aktuell und vor allem übersichtlich zu halten. Zusätzlich wurde in dieser Zeit auch mein Kanal wegen wiederverwendeter Inhalte entpartnert. Das lag an den neuen Partnerrichtlinien, die YouTube eingeführt hatte. Es war eine Zeit, in der etliche Kanäle aus den verschiedensten Gründen aus dem Partnerprogramm flogen. Die umstrittensten Gründe sind wohl die Punkte Hassrede, Belästigung und Cybermobbing. Auf den ersten Blick klang das gut. In der Praxis aber zeigte sich, dass diese Richtlinien nicht nur selten willkürlich genutzt werden konnten, um Kanäle zu entpartnern oder sogar sperren zu lassen. Bis heute wurde diese Praxis nochmal verschärft. Selbst Krypto-Kanäle wurden teilweise gesperrt und flüchteten auf Plattformen wie Odyssey und Co. Bevor ihr jetzt denkt, scheiß YouTube, weg mit denen. Es ist nicht ganz so einfach. Schuld ist auch die SPD und CDU. Durch dessen 2017 eingeführtes Netzwerkdurchsuchungsgesetz drohen YouTube und anderen großen Social-Media-Plattformen bis zu 50 Millionen Euro Strafe, wenn sie strafbare Hassinhalte nicht löschen. Um diesen Bußgeldern zu entgehen, sperren große Plattformen wie YouTube seitdem lieber zu viele, als zu wenige Inhalte, auch Overblocking genannt. Die momentane Regierung, bestehend aus SPD, Grüne und FDP, scheint diesen Weg übrigens nicht groß ändern zu wollen. Im Gegenteil. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Naja, zurück zu meinem Kanal. Die Entpartnerung war anfangs definitiv ein Schock. Ich dachte, mein Parodorobeats-Kanal wäre jetzt auf ewig entpartnert. Viel mehr als die Info, dass ich Inhalte wiederverwende, habe ich von YouTube ja nie bekommen. Es wurde nur sehr schwammig erklärt, was ich tun musste, um meinen Kanal wieder monetarisieren zu können. Die einzige sichere Lösung wäre gewesen, alle meine Videos zu löschen und andere neue Inhalte zu bringen.
so taten es auch viele andere Kanäle, um wieder ins Partnerprogramm aufgenommen zu werden. Aber mir war direkt klar, dass das nicht die Lösung sein kann. Für Geld lösche ich doch nicht mal eben alle Videos, und damit meine komplette Kanalgeschichte. Also erstellte ich einen neuen Kanal, den ich Parobeats nannte, wovon ich von nun an unbekannte Musik oder Musiktoplisten hochgeladen habe. Und so begann dann schließlich die chaotische Zeit um meine Kanäle. Einige Monate nach der Erstellung des neuen Kanals hat Epidemic Sound, die bekannteste Quelle für hochwertige Hintergrundmusik, ihre Nutzungsregeln so geändert, dass ich und andere Kanäle keine Epidemic Sound Musik mehr in voller Länge hochladen durften. Daran endete auch mein Epidemic-Abo nichts, wofür ich monatlich Geld zahlte. Also wurde es von nun an sehr viel schwerer, qualitativ hochwertige Musik für meinen Kanal zu finden. Vor allem aber fiel meine Hauptquelle für YouTuber-Hintergrundmusik weg. Hiermit war endgültig klar, dass es mit YouTuber-Hintergrundmusik so nicht mehr weitergehen kann. Die Aktivität auf Parobeats wurde zurückgefahren. Währenddessen entwickelte sich mein Parobeats Zweitkanal immer mehr zum Internet-, Tech- und Gaming-Kanal. Musik kam immer seltener. Einerseits, weil ich immer weniger gute, gleichzeitig sehr unbekannte Musik fand. Aber vor allem, weil ich Spaß daran fand, auch mal komplett eigene Videos zu erstellen, selbst wenn sie nicht die meisten Klicks bekamen. So kam es also, dass ich das Thema Musik doch wieder komplett auf meinen Hauptkanal Parobeats verlegt habe, so dass mein Zweitkanal Parobeats, nun mit dem neuen Namen Parobeats, endgültig ein Kanal für eigene Videos geworden ist. War Parobeats jetzt also sofort wieder ein reiner Musikkanal? Nicht ganz, das Durcheinander geht weiter. Auf dem neu wiederbelebten Parobeats-Kanal kam neben Musik neuerdings auch alle paar Wochen ein Soundvideo online. Ich dachte, es wäre Zeit für etwas Abwechslung und hilfreichem Material für Videoproduzenten. Dabei habe ich natürlich komplett ignoriert, dass es auf diesem Kanal schon viele verschiedene Sachen gibt und Sounds die Unübersichtlichkeit nur noch verstärkten. Es hat aber auch fast nie ein Zuschauer geschrieben, dass es ihn stört. Somit hat es dann noch gedauert, bis ich mal auf die Idee kam, euch zu fragen, ob ein Extra-Kanal für Sounds besser wäre. Und ja, das Ergebnis war eindeutig. Ihr habt mit deutlicher Mehrheit für einen Extra-Sound-Kanal gestimmt, den ich dann auch direkt erstellt habe und wo ab jetzt immer die Soundvideos kommen. Also kurz zusammengefasst. Meine Klicks sind zurückgegangen, weil ich erstens nicht mehr direkt YouTuber-Hintergrundmusik hochlade. Zweitens ich eine Community mit sehr unterschiedlichem Musikgeschmack habe. Drittens meine Uploads zuletzt etwas unregelmäßiger wurden. Viertens mir mit Epidemic Sound eine sehr wichtige Quelle für gute Musik wegbrach. GEMA-freie Musik erreicht nur selten das Qualitätslevel von Epidemic Sound Musik. Und natürlich auch, weil meine Zuschauer bei dem kleinen Kanal Chaos nicht genau wussten, was sie auf meinem Kanal erwartet. Der YouTube-Algorithmus bestraft sowas gnadenlos. Aber lieber produziere ich Videos mit wenigen Klicks, hinter denen ich stehe, als auf Krampf dem YouTube-Algorithmus hinterher zu laufen. Klicks kommen bei mir erst an zweiter oder dritter Stelle. Anders als vor 5 Jahren. Zum Glück. Wieso hast du deine Kanäle nicht schon direkt klar unterteilt? Der Grund war hauptsächlich der, dass ich erst noch herausfinden musste, welche Videos ich neben Musik überhaupt erstellen will und wie ich die Kanäle unterteilen soll. Mittlerweile hat sich das geändert. Parobeats wird für immer der Musikkanal, Parolärm für immer der Soundkanal sein. Und Parobeats der Kanal für Gaming, PC und Internetthemen. Vom Parobeats-Kanal werde ich eventuell die Gaming-Videos auf einen neuen Kanal verschieben. Dann wäre definitiv endgültig Schluss mit dem Hin und Her, und jeder Kanal hätte sein endgültiges Kanalthema. Da ich mir bei den Nebenkanälen keinen Druck mit den Uploads machen werde, ist's auch kein Problem, die Kanäle gleichzeitig zu betreiben. Wie oft wirst du Videos hochladen? Auf meinem Hauptkanal Parobeats plane ich, 2 bis 3 Videos pro Woche hochzuladen. Je nachdem, wie viel Zeit ein Video benötigt, können aber auch mal mehr oder weniger Videos kommen. Ein Video pro Woche wird es auf jeden Fall geben, wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Auf meinen 2 bis 3 Nebenkanälen lade ich die Videos komplett spontan hoch. Von wöchentlich bis alle 6 Monate ist alles möglich. Da kann ich nichts versprechen. Welche Videos wirst du hochladen? Wie in den letzten Wochen auch kommen ganz klassische Musikvideos und zwischendurch ein paar Musiktoplisten. Selten bringe ich mal spezielle Videos, zum Beispiel Musiktests. Soundvideos veröffentliche ich wie gesagt ab jetzt immer auf Parolärm. Falls ihr euch wundert. Den Namen Paro Sounds fand ich zu standardmäßig.
Bare Lärm heißt dagegen keiner, und ich finde, das Wort Lärm beschreibt den Soundkanal auf eine stumpfe Weise ziemlich gut. Also Paro, Lärm. Welche Musikarten bzw. Genres erwarten uns hier demnächst? Allgemein gesagt lade ich alles Mögliche hoch, solange es mir gefällt. Was ich definitiv versprechen kann, dass Musik mit Gesang die absolute Ausnahme bleiben wird. Zu 99% kommt hier rein instrumentale Musik. Ich bin ein großer Fan von filmischer, orchestraler und atmosphärischer Musik. Hiervon wird es einiges geben. Besonders feiere ich epische Actionmusik, Mittelalter oder gruselige Musik, aber ich mag eigentlich fast alles, wenn es gut gemacht ist. Ab und an wird es auf jeden Fall elektronische oder Hip-Hop-Musik geben, die nicht zu Mainstream oder zu trashig klingt. Bin eher der Fan von melodischer, abwechslungsreicher Musik. Was eher selten bis gar nicht kommen wird, ist übertrieben hochklingende Popmusik, Schlager, kindische, trashige oder monotone Musik. Allgemein kann ich Musik, die zu sehr nach Charts klingt, nicht leiden. Klingt einfach fake. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face. Call my phone, hit my line, only ones who down for real, down for line, keep it super thorough my way. Ett par veckor nu som du kommer hem senare än vanligt. Wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch so bringe, schaut euch gerne meine letzten Videos oder die Genre- und Stimmungsplaylists an. Welche Lizenz hat die Musik, die du hochlädst? Darf man sie kostenlos und kommerziell verwenden? Der überwiegende Großteil der Musik auf meinem Kanal ist frei und kommerziell verwendbar. Ihr könnt also auch Geld verdienen, wenn ihr sie nutzt. Welche Lizenz die Musik hat, seht ihr bei meinen Videos normalerweise am Titelende oder in der Beschreibung unter dem Punkt Lizenzinfos. Meistens steht dort CC BY Musik. Mit einer CC BY Lizenz könnt ihr die Musik für allerlei Projekte und Videos nutzen, solange man den Musikkünstler wie angegeben erwähnt. Als zweites gibt es die YouTube Audio Mediathek Lizenz. Diese erlaubt euch die komplett freie Nutzung der Musik in YouTube-Videos. Ob ihr die Musik auch außerhalb von YouTube nutzen dürft, verrät YouTube leider nicht. Ich vermute, ihr benötigt die Erlaubnis des einzelnen Urhebers, um sie auch anderswo benutzen zu können, aber genaues weiß man nicht. Selbst bei Nachfrage geben sie keine weiteren Infos raus. Wollt ihr Epidemic Sound Musik legal für eure Videos verwenden, müsst ihr 10 bis 13 Euro pro Monat zahlen. Die Lizenz, bei der ihr nahezu alle Freiheiten habt, ist die CC0 Lizenz, besser bekannt als Public Domain. Nach amerikanischem Recht hat Public Domain Musik kein Urheberrecht. Auch in Deutschland dürft ihr Public Domain Musik nutzen, ohne den Urheber nennen zu müssen. Ihr dürft sie lediglich nicht als eure eigene Musik ausgeben. Schaut aber am besten selbst in den jeweiligen Videobeschreibungen nach. Dort findet ihr alle nötigen Infos. In seltenen Fällen kann es leider trotzdem passieren, dass euer Video eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung erhält, obwohl ihr frei verwendbare Musik nutzt. Aber keine Sorge. Zum ersten wird euer Video in 99% der Fälle nicht gesperrt, sondern nur vom Antragsteller monetarisiert, sodass ihr mit dem Video kein Geld mehr verdienen könnt. Zum zweiten seid ihr sehr wahrscheinlich im Recht und könnt Einspruch einlegen. Auf YouTube kommt es nämlich häufiger vor, dass frei verwendbare Musik von fremden Usern geklaut und illegalerweise für das Content-ID-System angemeldet wird. Someone stole my song The Calling on YouTube. How can somebody steal a song which has 47 million views? Ob es ein falscher Claim ist, erkennt ihr meistens schon daran,
wenn ihr bei der Urheberrechtsbeschwerde auf Details ansehen klickt. Links unter verwendete Inhalte seht ihr nun den angeblichen Musiktitel und Künstlernamen, den diese Musik gehören soll. Wenn dieser Name, wie in diesem Fall, nicht mit dem Namen der eigentlichen Musik übereinstimmt, handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen falschen Claim. In dem Fall solltet ihr Einspruch einlegen. Falls der Claim doch echt sein sollte, dann schreibt mir unter meinem Video auf jeden Fall einen Kommentar, damit ich die Beschreibung ändern kann. Sowas kann vorkommen, wenn der Künstler seine Nutzungslizenz ändert, oder er selbst Musikteile von wem anderes verwendet hat. Zum Glück passiert das extrem selten, und wenn, dann wird mein Video auch geclaimt, so dass ich direkt die Lizenzbeschreibung für euch umändern kann. In den letzten 2 bis 3 Jahren achte ich ohnehin nochmal genauer darauf, was ich hochlade. Lädst du noch bekannte YouTube-Hintergrundmusik hoch? Nicht mehr direkt. Wieso, habe ich ja schon am Anfang des Videos erklärt. Allerdings findet ihr in meinen Musik-Top-Listen immer mal wieder bekannte Musik. Sucht euch einfach die passenden Tracks aus den Top-Listen raus und erstellt daraus eure eigene YouTube-Playlist. Machst du auch eigene Musik? Ja und nein. Komplett eigene Musik produziere ich nur selten. Meine 3 eigenen Tracks haben mir gezeigt, dass ich noch zu weit von guter Musik entfernt bin. Außerdem würde ich wohl kaum mehr Zeit für meine anderen Kanäle finden, wenn ich zusätzlich noch eigene Musik erstelle. Falls ihr euch meine bisherige Musik dennoch mal anhören wollt, schaut einfach in meine eigene Musik-Playlist rein. Dort findet ihr auch ein paar Musik-Edits oder abgeänderte Versionen bereits existierender Musik. Musik-Edits werde ich ab und an mal erstellen, wenn es sich anbietet. Ansonsten bleibe ich wohl lieber beim Finden und Suchen von Musik, haha. Bist du aktuell YouTube-Partner, also ist dein Kanal monetarisiert? Aktuell bin ich mit Parodorobeats leider kein YouTube-Partner mehr. Selbst mein Videoeinspruch wurde abgelehnt, weil meine Videos laut YouTube nicht genug Mehrwert bieten. Aber ehrlicherweise stört mich das kaum noch. Es hat sogar unter anderem dafür gesorgt, dass ich mehr eigene Videos erstelle und angefangen habe, Plattformen wie Odyssey oder Soundcloud zu nutzen. YouTube ist in vielen Punkten unvorhersehbar geworden. Mein Parobeater-Kanal ist monetarisiert. Beim Parolärm-Kanal bin ich mir nicht so sicher, ob er monetarisiert wird oder nicht. Schauen wir mal. Auf welchen Seiten kann man dich sonst noch finden? Auf meinem Campsite findet ihr eine Übersicht aller Kanäle und Social-Media-Accounts. Am aktivsten bin ich natürlich auf YouTube, dann folgt Odyssey und Soundcloud. Auf Spotify erstelle ich ein paar Playlists, und auf Twitter poste ich gelegentlich mal was. Nicht aufgelistet sind mein Instagram- oder Facebook-Profil. Nutze ich einfach kaum. Kann man dir Musik zusenden, die du dann auf deinem Kanal hochlädst? Ja, gerne. Schreibt mir per Mail oder füllt das Einsendeformular aus, dann höre ich mir eure Musik an. Seid aber nicht traurig, wenn ich die Musik nicht hochlade. Weil in den allermeisten Fällen lade ich die Musik wahrscheinlich nicht hoch. Nicht unbedingt, weil die Musik schlecht ist. Oft trifft sie einfach nicht meinen Geschmack, oder ich plane gerade andere Videos für den Kanal. Hat also viele Gründe. Womit ihr die Chancen definitiv erhöht, meinen Geschmack zu treffen, ist Filmmusik. Am besten epische und historisch klingende Musik. Sehr geringe Chancen haben dagegen trashige Beats oder Popmusik mit Gesang. I'm diving in the deep blue. I am looking for you tonight. I'm diving in the deep blue. Aber selbst sowas könnt ihr einsenden. Vielleicht mag ich die Musik unerwarteterweise doch. Man wird sehen. Wie unterstützt du die Musikproduzenten? Wie jeder Musikpromotion-Kanal mache ich ja im Grunde mit jedem Video ein bisschen Werbung für den Künstler. Aber um ehrlich zu sein, so richtig viel bringt diese Werbung nicht.
99% Zuschauer hören sich die Musik einfach bei mir an, nicht beim Originalkünstler. Das ist zugegeben unfair. Deutlich mehr bringen da schon meine Toplisten. Da zeige ich euch ein paar Sekunden Ausschnitte verschiedener Tracks. Um euch einen einzelnen Track komplett anhören zu können, müsst ihr zur Originalseite des Künstlers gehen. Auch wenn das vielleicht nicht so viele Leute tun, bringt es auf jeden Fall viel mehr für den Künstler, als einfach seine Musik hochzuladen. Einziger Nachteil: Toplisten sind aufwendiger und verbreiten sich wegen der geringeren Wiedergabezeit häufig langsamer, als wenn man direkt einen Musikmix in voller Länge hochladen würde. Momentan bin ich außerdem dabei, auch Soundcloud und Spotify Playlists für meine Toplisten zu erstellen. Hier geht ein Großteil der Plays direkt an den Originalkünstler. Ich denke, das ist einer der besten Wege, die Künstler zu unterstützen. Der einzige Nachteil ist, dass sich Spotify und Soundcloud natürlich auch einen Teil der Einnahmen einverleiben. Aber das ist ja auf YouTube nicht anders. Wenn ich könnte, würde ich noch die Hälfte meiner Videoeinnahmen an den Originalkünstler abgeben. Nur leider ist mein Kanal nicht mehr monetarisiert, und eine freiwillige Einnahmenteilung ist ohnehin nicht möglich. Also muss ich die Künstler anders unterstützen oder ein paar Spenden verteilen. Zensierst du Kommentare? Meine Kommentare verschwinden unter deinen Videos häufig. Tatsächlich so gut wie gar nicht. Ich blockiere nur Spam-Kommentare, extreme Beleidigungen oder wenn Zuschauer lediglich mit Okay oder Ja antworten. Dann gehe ich davon aus, dass ihr ein Bot seid. Aber weil ihr so gut wie nie beleidigt, muss ich bis jetzt fast nur Spam blocken. Ehre dafür. Normale Kritik und Meinungen lasse ich immer zu. Nur leider blendet YouTube in letzter Zeit von einigen Zuschauern Kommentare automatisch aus, obwohl ich die Einstellung alle Kommentare zulassen aktiviert habe. Auch von mir selbst wurden schon Kommentare ausgeblendet. Kann euch deshalb empfehlen, zum Kommentieren auf meinen Odyssey oder Soundcloud-Kanal zu gehen. Da werden Kommentare nicht von der Plattform zensiert. Wann sollte ich den Kanal deabonnieren? Wenn du dich nur für YouTuber-Hintergrundmusik interessierst, wenn du Musik mit Gesang hören möchtest, oder wenn du auf meinem Kanal Musik im Charts Mainstream-Style erwartest. Wann sollte man Abonnent bleiben oder den Kanal abonnieren? Wenn du viel verschiedene, vor allem filmische und elektronische Musik hörst. Wenn du instrumentale Musik suchst. Wenn du allgemein kein großer Fan von Mainstream-Charts Musik bist, kleine Heimproduzenten gerne unterstützt, oder wenn du einfach Musik für deine eigenen Projekte benötigst. Dann ist mein Kanal wahrscheinlich das Richtige für dich. Ein paar Beispiele. Das war's, hoffe das Video hat euch gefallen. Egal ob ihr Abonnent bleibt, einer werdet oder deabonniert. Wünsche euch viel Glück für das neue Jahr, auch wenn die Aussichten nicht die besten sind. Kann euch nur den Tipp geben, haltet euch so gut es geht fern von jeglicher Panikmache. Panik macht nur Angst und verursacht Chaos. Leider sind Panik und Krisen in der Politik oder Gesellschaft gern genutzte Waffen, um eigene Ziele leichter durchsetzen zu können, besonders aktuell. Deswegen seid skeptisch, wenn jemand dauernd Schreckensbilder verbreitet und versucht euch Angst zu machen. Hinterfragt manche Dinge einfach, dann könnt ihr besser das Falsche vom Richtigen unterscheiden. Nicht alles, was auf dem ersten Blick gut erscheint, ist auch gut, und andersherum genauso. Ihr wisst bestimmt, was ich meine.
Aber gut, genug von der Pseudophilosophie. Ich glaube, es hat schon jeder abgeschaltet und ich sollte das Video hier beenden. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Haut rein.